Ich kann mal weiterspielen. Takemi, Ryuji, Makoto. Was für eine Tageszeit haben wir denn überhaupt gerade eben? Wir haben Tag. Nur noch ein Tag bis Magic, ne? Kasumi ist ja schon Max, ne? Das ist ja alles in Ordnung. Einen Moment. So. Was machen wir? Zu Ryuji gehen? Oder gehen wir zu Mementos? Wäre auch nicht schlecht. Anfrage. Zu der Bar in Shinjuku. Dann gehen wir zu Shinjuku. Wahrscheinlich nur bei Nacht. Zwar scheiße, aber kann man nichts machen. Oh. Wow, dieses Leuchten. Ich suche schon lange nach Talenten, aber sowas habe ich zum ersten Mal. Ach, das ist so lieb. Ich wollte ja schon immer Schauspielerin werden. Ja, das Schauspielern liegt dir im Blut. Mit unseren Kursen wirst du zum Star. Kommt mir etwas teuer vor. Ich habe nicht viel Geld, also muss ich meine Eltern fragen. Überhaupt kein Problem. Ich kann dir einen Job beschaffen, bei dem du einen Haufen Geld verdienst. Wir sollten ja in der Bar. Das ist ja Shinjuku, ne? Ja. Oh. Wenn die Hack etwas gut... Ja. 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 Nichts Besonderes. Das ist die einzige Bar, die ich kenne. Achso, hat geschlossen. Gibt es keine andere Bar hier? Anscheinend nicht, aber hier gibt es ein Kino. Also nichts Großartiges hier. Das heißt... Obwohl, können wir hier was kaufen? Nö. Nö. Das heißt... Oh, erstmal hier nachgucken. SP nur 5. SP... Nö. Also lohnt sich nicht, dann können wir zurück und verbringen die Zeit mit Ryu Motherfucking G im Arcade. Oder gibt es überhaupt ein Arcade? Einmal kurz gucken, ob es hier ein Arcade gibt. Nö. Dann gehen wir zu Ryuji. Oder? Jo. Hey. Ja, kein Problem. Yo. Ja, was machen wir heute? Lass uns trainieren. Lass uns Spaß haben. Klaro, wo willst du? Wenn ich was aussuchen dürfte, würde ich einen Ort nehmen, an dem es gutes Essen gibt. Da bin ich ja schon mit Ryuji hingegangen. Dann gehen wir mal hier hin. Jo, gehen wir. Let's go. Sind da nicht Pärchen? Du hast schon richtig verstanden, Ryuji. Da wären wir 2 Typen allein in einem Vergnügungspark. Nicht, dass daran was falsch ist, aber ich hoffe, dass ich mit einem Mädel heimgehe. Jedenfalls akzeptiere ich mein Schicksal auf zur Achterbahn. Ich will schreien. Aber nicht wieder kotzen, ja? Keine Angst, ich habe mich jetzt daran gewöhnt und du heulst nicht, okay? Los gehen wir. Das war mal wieder echt abgefahren. Oh, meine Knie fühlen sich seltsam an. Es ist, als ob man auf Wolken läuft, oder? Hey, seit wann kann man hier seine Muskeln einsetzen? Los, lassen wir Dampf ab. Mann, die ganzen Pärchen hier, echt irre. Ich frage mich, was sie über uns denken. Meine Bindung zu Ryuji wird bald stärker. Also, wird Zeit, dass wir einzeln gerne nach Hause gehen.
Der letzte Tag. Wie geht's Futaba? Ich mache mir Sorgen um sie. Alter, hier geht's nicht um normales Verschlafen oder so. Unsere Deadline ist morgen. Wenn Futaba bis dahin nicht wach ist, aber kann sie überhaupt was machen, wenn sie aufwacht? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Jedenfalls haben wir keine andere Wahl, als ihr zu vertrauen. Stimmt. Ja. Wenn sie die ganze Zeit schläft, hat sie dann auch einen total langen Traum? Man sagt ja, dass Träume das Sortieren von Erinnerungen sind. Sie braucht jedenfalls viel Zeit, um mit ihrer Vergangenheit klarzukommen. Ihre Vergangenheit? Glaubst du echt, dass sie gerade mit dem ganzen Scheiß kämpft? Wenn das so ist, braucht sie sicher noch viel mehr Zeit dafür. Aber wenn man bedenkt, wie sie uns um den Finger gewickelt hat, ich glaube, sie kriegt das hin. Ich glaube an Futaba. Ja, stimmt. Naja, ruf uns an, wenn sich etwas ändert. Wir verlassen uns auf dich. Ja. Sowas von. Und 5 Nachrichten. Erstmal gucken. Wegen meiner Bitte. Ich habe seitdem viel nachgedacht. Ich will noch einmal mit dir reden. Hast du Zeit? Upsala, das ist die falsche Taste. Ich brauche wieder oh. Ja. Viele Leute fragen nach. Oh. Erstmal gucken. Kawakami kommt hoch. Iwai Yoshida. Hifumi kommt da nicht in Frage, wenn sie nicht hochgeht. Mishima geht hoch. Kawakami, fuck it. Rufen wir den Service an. Moment. So. Hi, hier ist Becky. Ach so, du bist es. Es ist Sommer, aber verlier nicht den Fokus. Du bist immer noch Oberschüler, also keine Partys. Warte, gilt das als Party oder noch was Schlimmeres? Naja, ist ja unter meiner Aufsicht. Ich habe etwas ganz Besonderes für dich, Meister. Jo, 5000. Hey. Fuck it. Thank you so much. Danke, dass du immer mich anforderst. Dann warte einfach auf mich. Hust. Listen. Weißt du noch, wie du dir neulich meine Geschichte angehört hast? Du hast ein Geheimnis von mir erfahren. Ich fühle mich seitdem befreit. Ich konnte das vorher nie jemandem anvertrauen. Also dachte ich mir, zum Dank sollte ich heute mal bei dir alles gründlich putzen. Tut mir leid, ich muss mal eine Pause machen. Du bist doch gerade gekommen. Willst du dich etwas rausruhen? Ich will mein Geld zurück. Willst du dich etwas rausruhen? Ich fühle mich unglaublich gerührt, dass sich mein Meister so um meine Gesundheit sorgt. Ich bin fertig. Die Erschöpfung bringt mich um. Hust. Ich bin erledigt. Das Husten hört einfach nicht auf. Geht es dir gut? Warst du mal beim Arzt? Du sollst nach Hause gehen. Ja, komm. Du sollst nach Hause gehen. Danke, das kann ich nicht. Hust, die kippt noch gleich um. Ich muss arbeiten. Haha, mein neuer Scherz. Ich wollte nur ein wenig faulenzen. Vor dir kann ich eh nichts verbergen, also kannst du auch dieses Geheimnis erfahren. Wenn ich so darüber nachdenke, bin ich froh, dass du herausgefunden hast, dass ich als Maid arbeite. Kommst du klar in diesem staubigen Zimmer? Isst du auch immer gut? Und du musst viel Gemüse essen und nicht nur diesen Instant-Müll. Vitamine sind super wichtig. Achte gut auf dich, sonst endest du nur so wie ich. Ich sollte wohl mehr schlafen, mir tut es überall weh. Die Formel von Takase-kun brauchen mehr Geld, also... Ich habe mir mehr Schichten von meinem Boss zuteilen lassen, musste ihn echt anbetten dafür. Geht es dir gut? Übertreibe es nicht. Übertreibe es eigentlich nie. Na, geht's dir gut? Ach, nichts. Mach dir darüber bitte keine Gedanken.
Ich fühle mich schon besser, da ich jetzt jemanden habe, der weiß, was ich alles durchmache. Nein, ich rede von dir. Jo, Vertrauen wächst in mir. Du kannst Kabel auch mit auch um Curry oder Infiltrationswerkzeuge verwenden. Oh, nice. Alright. Oh, meine Zeit ist schon vorbei. Hus. Ich muss zu meinem nächsten Job. Bis zum nächsten Mal oder so. I'll see you later then. Danke, dass du unseren Service nutzt. Oh, ist das der Meister? Danke, dass du unseren Service nutzt. Dann ist es ja gut, dass ich mich beim Doktor nicht zurückgehalten habe. Endlich habe ich Hustenmedizin, die wirkt. Hey, ein bisschen aufräumen und lüften musst du schon selbst, auch wenn ich nicht da bin, okay? Wenn du nicht auf sowas achtest, wirst du irgendwann krank. Wird schon, nee, zu faul. Aber wie geht es dir? Wer ich? Ich meine, ich bin müde, aber das ist ja nichts Neues. Warte mal, wir sollen über dich reden. Wechsel nicht das Thema. Aber wenn du wirklich krank wirst, kümmere ich mich natürlich jederzeit um dich, wenn du mich buchst. Endlich bin ich meinen Husten los und auf einmal bekomme ich diese Kopfschmerzen und Schüttelfrost. Für solche Zeiten wurden Energy Drinks erfunden. Ich pfeife mir einfach einen rein und beiße mich durch. Okay, bis bald. Uiuiui, das wird nicht gut enden. Und die Frist läuft ab. Morgen. Was tun die überhaupt, die Phantomdiebe? Was machen wir denn jetzt? Phantomdiebe hätten wir niemals vertrauen dürfen. Was wird morgen passieren? Morgen, Freeman. Okay. Bonk. Sonntag. Heute sollte Magic Angriff starten. Schätze dagegen können den Phänomen nicht tun. Magic müssen sie einfach überfordern. Die Aktien fallen schon wieder in den Keller. Vielleicht bestand der wahre Plan von Magic darin. Ja, Futaba, it's your turn. Girl. Isn't today our deadline for dealing with Medjed? Futaba's still asleep too. This won't be good. Hey. Hey. Wie geht es Futaba? Same as always. Today's the day Wakaba passed. I do this every year. Here, I've got a cup for you too. Futaba reminds me so much of her mother. She's a smart girl. Doesn't just go with the flow either. Wakaba, your work and your kid were so fulfilling for you. Why'd you have to die so suddenly? That reminds me. You saw me talking to that prosecutor. I mean, that woman in the suit, right? Yeah. I remember you were real bothered by it. She might come back, so I guess I should tell you about it. That woman was trying to get information on Wakaba's research out of me. That's what we heard in the palace. You don't need to know what the research was about. Just know there was some trouble around it. Obviously, Wakaba got dragged into that as well. Now, they ruled her death as suicide. And I've got my doubts. Doubts? Could she have been killed? Supposedly, there were people who wanted to take her research and use it for their own benefit. Don't get me wrong, though. I don't have a lick of evidence. That's why I haven't told Futaba any of this. I don't want to cause her any more trouble. It sounded like she had suspicions of her own based on what she said in the palace. Still, there's one thing I regret. It was right before Wakaba died. She told me, I think I might die. I brushed it off, thinking it was just a joke. But if I had just taken her seriously... That's another reason I took Futaba in. Redemption. She went through such horrible things. Those heartless adults just yelled at the poor girl. That's another reason I took Futaba in.
redemption. Hey, how do you heal emotional scars? Sie heilen von selbst. I agree. I'm waiting for it to happen, but... Futaba! Oh. It's cold. Huh? You can't sell this. No, never mind that. But how did you get here? I walked. You're okay? Was that bad? That's not it. I'm just shocked to see you out of the house. I'm sorry I worried you. It's all right. By the way, what's the date today? It's the 21st. I feel like I'm forgetting something. Medjed? Oh, that's it. Let's take care of it now. Come. Offenbar funktionieren einige Geldautomaten nicht mehr. Ich habe gehört, jemand hat in das System eingegriffen. Waren das Medjed? Nein, das kann nicht sein. Was macht die Polizei überhaupt? Die sind so inkompetent. Nicht mal die Phantomdiebe konnten sie aufhalten. It's my turn to help out. Medjed. Now how do we cook them? Du entscheidest. Roger that. Hey, Futaba. We don't have much time left. Are you sure you could do this? The kitty talked? Is this a dream? I'm going back to sleep. It is not a dream! Get up! Say something! Die Katze kann sprechen, ist nicht witzig. Ich erkläre es später. Right. Now hurry it up! I guess it doesn't matter. Let's get cracking. You're just tapping away over there. Are you sure this will work? Hey, Futaba! I don't think she can hear me. Talk about intense concentration. This place is so messy. I'm surprised she could focus at all. Futaba, you should really clean your room a bit. She's not listening. Dann könnten wir das hier übernehmen. Oh well. Just waiting around is boring. Let's clean the place up. Jo. Whew. It looks a little better now, don't you think? Jo. Well, Futaba, we're done on our end. Are you finished yet? She can't hear a word I'm saying. Guess we'll just have to keep waiting. I'm done! What's up? Something happened? It's finished. Finished? What is? It's so clean. Why? We cleaned it. Anyway, is it true? Did you really take care of Medjed? I handled them, and someone else handled my room. I don't understand, but this is good.
Futaba? Hey, Futaba, what's wrong? She's sleeping. Well, it looks like it's been taken care of. I guess we should get home and sleep too. Ich habe gehört, dass jemand die Kontrolle über die Server der Banken übernommen hat. Das ist unmöglich, oder? Das kann nicht sein. Ich habe Angst, was passiert jetzt. Greift die Polizei denn nicht ein? Ich ignoriere die als Ernster. Ich habe immer noch, dass die Polizei... Okay. Oh, kurz richten. So. Futaba ist also wach. Super. Wurde Magid im Auge behalten. Und noch wichtiger, wie geht es Futaba? Sie schläft wieder. Echt? Sie muss wirklich erschöpft gewesen sein. Aber das kann ich ihr nicht verübeln. Wenn Magid betroffen wäre, käme das sicher in den Nachrichten. Das sollte als Beweis ausreichen, dass auch wirklich alles erledigt ist. Warum sehen wir uns nicht zusammen die Nachrichten an? Ja, wir sollten uns wie immer im Leblanc treffen. Bis morgen. We should be in the clear now, right? Sowas von. Ich weiß nicht, vielleicht bleiben wir heute besser einfach zu Hause. Hey, hey! Videospiel spielen? Na. Ja. Oh! Zeigen wir ein Spiel, mal gucken welches. Mut, Charme. Oh! DVD, was habe ich denn noch? Güte. Komm. What do you mean a surgical consent form? I can't believe you operated without a signature. It's over. The patient was cured. What exactly is the problem? Die Geschichte eines ungewöhnlichen Mäusearztes, der seinen Mitmäusen das Leben rettet. Wow! Der Arzt ist ziemlich überheblich, aber er ist auch sehr gut. I see. Er ist vielleicht nicht der freundlichste Arzt, aber er lebt nur für seine Patientin. Well then. Ja, wir sollten schlafen gehen. Tripalowski. Und jetzt schauen wir mal, was passiert ist. Was ist das? Ist das dein Ernst? Nein, das kann nicht sein. Das ist kein Scherz, oder? Sie haben verloren. Wie ist das möglich? Hey, deine Freunde sind hier. Komm schon runter. What's up? Hey. So you're finally up, huh? Don't slack off just because you're on summer vacation. Yo, you look tired. We've made ourselves at home. Late last night, it was discovered that someone has tampered with the hacker group Magid's website. The site's main page now displays what is thought to be the mark belonging to the Phantom Thieves. More so, the personal information of a Japanese man, a possible Magid member, was illegally publicized. Aren't these the guys people have been up in arms about? Magid has yet to issue an official reply. Furthermore, their previously announced cleanse of Japan has remained unimplemented for now. Some speculate that they have taken this series of events seriously and ultimately canceled their plan. Pyramide ist Zorn. What are you all smirking about? Etwas Großartiges ist passiert. Well, stop it. You're gonna drive away all my customers. After the commercial break, we will be asking guests from various fields about this turn of events. But there ain't any customers. Can it? My customers are on summer vacation too.
Oh crap, I just realized our break's almost over. There are still 10 days left. I want to go somewhere, but we can't just leave Futaba-chan alone. Some things still concern me too. Like that research. Oh, did you just get up? Good morning. Oh. It seems she's cautious of us. Hey, why don't we go upstairs? If any customers come, she'll be even more afraid. Why don't you go with them, Futaba? Have fun. It's about time my regulars show up anyway. So I don't want you guys loitering around my store. Why don't you go with them, Futaba? Have fun. The fact that there were no damages due to the hacker's actions is but an afterthought. The issue I want to make clear is the attitude of the police, and more importantly, the government. What do you mean? Are they doing their best to find an effective countermeasure against these phantom thieves? Is it not the government's duty to create a society where its citizens can live without worry? Unfortunately, the current cabinet is powerless. As such, they should be disbanded. I believe now is the time for me to risk my political career in hope of making a new reality. A new political system that goes beyond parties or factions. An ideal country of peace and order. This politician seems quite promising. I have to agree. I hope he can work to ease the anxieties of the elderly. What do you think, boss? Hmm? Oh, sorry. I wasn't listening. So the Phantom Thieves only stole the heart of Futaba Sakura? And Mejid was in turn defeated by her real-world hacking abilities? This does correlate to the facts as we know them. If he's telling the truth, then Wakaba Ishiki didn't commit suicide. Did a third party target her life with the goal of destroying her research? Wakaba's death was 2 years ago. That also coincides with when the incident started occurring. Does this other metaverse user that Madarame and Kaneshiro mentioned really exist? Earlier, I briefly mentioned about those psychotic breakdown incidents that have alarmed the public. All of a sudden, people will lose consciousness or become violent. A situation as incomprehensible as that can't be explained away as troubled social conditions. I suspect that these cases are all connected to a larger, man-made plot. The method involved always muddled the explication, but your story has virtually confirmed its viability. Although I wouldn't have expected a new criminal to come to light from your testimony. What did your group think of this other metaverse user? Der wahre Verbrecher. How self-centered of you. The Phantom Thieves tamper with people's hearts without asking consent. How is that different? Well, no matter how you thought of them, there can be no doubting your resolve. Are those incidents because of you or someone else? Either way, I will get to the bottom of this. Meine Bindung zu Sai vertieft sich. Bonk. All right. Now, let's move on to your next crime. Kunikazu Okumura. You should know who he is, considering what happened. Your testimony regarding this incident will be serious. I'm sure you understand why. Answer my next question carefully. What did you do to this Okumura?
Jo. To think, the cognitive version of a person would transform into such a horrible monster and attack us. That means our enemies aren't limited to shadows. I thought the other people were just victims, like the slaves at the castle or the walking ATMs. Even though they seem to be alive, they're only part of the backdrop. The environment. In other words, the palace ruler determines the form and strength of their cognitions. I would have loved to ask Futaba's mother how far along she was with her research. Research, huh? She was looking into that cognitive science stuff, yeah? If we put together all the information we've gathered up to this point, abuse of cognitive science can lead to death, and it may even relate to the psychotic breakdown incidents. Considering the cognitive aspect, I sense a strong connection between it and the metaverse. On top of that, the research might have been stolen and used by someone else. You mean those guys that showed Futaba-chan the fake suicide note? If that is the case, those people are unforgivable. Hey, Futaba, is there anything else you can remember? She is quite difficult. That smell. Come on, no fair. Hey, can I snag a bite? Meanie. Why don't we take a short break? I've been thinking, even if Futaba is a genius, could she really crush an international hacker organization that easily? The one who taunted the Phantom Thieves was a guy in Japan. I knew the Medjed members in Japan weren't anything special, so I wasn't worried. How do you know that? Because I'm the founder. What do you mean? Should we take that literally? Yep, it was only me at first, back when I was referred to as the Hacker of Justice. But since I stayed anonymous, a bunch of guys from all over the world started using the name. And those were the ones committing cybercrimes. It was a hassle to expose all of them, so I just left them be. So Futaba was the true Medjed, and we were freaking out over some weak-ass dipshits? You should have told us from the start, Futaba. I discarded the Medjed name a while ago. I'm Alibaba now. Futaba, what do you want to do now? Since you know our secret, we'd like you to join our team. Okay. Just like that? This may even ensure our investigation of mementos goes along smoothly. Well, I guess. Well, Futaba's real amazing. She's gonna be a big help for us, huh? Say, Futaba, how did you find out about us? Secret. Where did you learn to hack? Private. When did you obtain the nav? I refuse to answer. Futaba-chan sure is unique. Still, it'll be a problem if she doesn't open up to us some more. At the very least, we need to be able to communicate normally with her. What should we do? Lernen wir sie kennen. How? First, we'll need to help her open up to us. If we each spend an entire day with her, maybe she'll get more used to being around us. I see. We do have the time thanks to summer vacation. We can begin tomorrow.
Let's go to the beach. There'll be tons of people there. Plus, we got totally dried out in that desert. That's a great idea. I forgot I hadn't gone to the beach yet. Excuse me. I'll come by tomorrow. See you then. Let me help as well. I don't have anything planned. Thanks. We can set a schedule with everyone else depending on when they're free. Okay. Can I really do this? Viel Glück. Why me? Stress is the enemy of beauty, you know. How can I stay calm about this? I understand how you feel. Thanks to the incident with those hackers, people are calling us incompetent. And on top of all that, the Phantom Thieves are claiming justice is on their side. Don't make me laugh. Medjed was dealt with by either the Phantom Thieves themselves or some avid supporter. There are no tracks whatsoever, so they must be quite skilled. Either way, the general public recognizes the Phantom Thieves as the subjugating party. They're gaining support and influence much faster than we could have anticipated. It is indeed an abnormal situation. I'm beginning to suspect mass manipulation of some kind. It's even possible that a powerful person is behind them, plotting the psychotic breakdowns. If only I had realized sooner. It's rare to hear you speak in that tone. For the sake of my justice, I won't forgive them. Hey, im Zug nach Hause habe ich ein paar Leute über uns reden hören. Sie meinten, dass sie die Phantomdiebe total krass finden. Ich habe auch einiges gehört. Die Phantomdiebe sind in anderer Munde. Man muss auch sagen, dass ein Angriff des Medjeds viele Opfer gefordert hätte. Kein Wunder, dass man uns dafür bewundert, so etwas verhindert zu haben. Gut zu hören. Ja, das haben wir Alibaba zu verdanken. Du warst eine große Hilfe. Nicht der Rede wert. Oh, wo wir davon reden? Erinnert ihr euch noch an die Sache mit den Banken und Geldautomaten, die nicht mehr funktioniert haben? Das war nicht Medjed, oder? Nein, das war etwas anderes. Also einfach nur ein Zufall, wegen dem die Leute überreagiert haben. Entweder das oder die Gerüchte waren von Anfang an falsch. Du redest wohl gern bei solchen Themen mit. Findest du? Dann bin ich jetzt ruhig. Ich steig nicht ganz durch, aber ich glaube, sie ist sauer. Du sollst dich entschuldigen, Yusuke. Ich? Warum? Hey, is this really going to be okay? I'm worried about how things will be from now on. Futaba zu trainieren wird echt hart. Da ist es fast leichter, ein Herz zu stehlen. Jo. Da sind meine Phantomdiebe. Ich wusste, dass sie es schaffen. Das beweist mal wieder die Gerechtigkeit der Phantomdiebe. Das könnte stimmen. Oder es fühlt sich großartig an. Auch die Kritiker der Phantomdiebe müssten doch spätestens jetzt hinter ihnen stehen. Die Neuigkeiten haben sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Ich werde das auf meiner Seite noch befeuern. Der Beliebtheitswert wird morgen bestimmt durch die Decke gehen. Ich freue mich drauf. Why is he, of all people, getting excited about this? Well, the news really did draw a lot of attention. I can't wait to see what happens. Jemand hat geschrieben. Ach, ich kann auch was am Abend machen, lol. Hast du den für mich? Später? Sojiro. Oh ja, das ist kein Level Up. Oh, da ist sie, Hifumi. Ich gehe aber erstmal zu Shinjuku, weil ich wieder die Infos sammle. Upsala. Moment, Handy-Akkus fast alle.
So viele Leute hacken auf Hakechi herum und schlagen sich auf die Seite der Phantomliebe. Der Ärmste muss so leiden. Ich wünschte, ich könnte ihn irgendwie aufmuntern. Mann, Hakechi, Kuhn am Arsch. Dein verliebter Blick passt nicht zu deinem 3-Tage-Bart. Und du hast Nasenhaare, die du mal unter Kontrolle bringen musst. Oh. Soll das echt ein Phantomliebe-Cosplay sein? Es sieht aus wie Unterwäsche. Es ist eine große Last, unseren Traum wahrzumachen. Ich konnte das nicht. Ja, du hast recht. Ich muss hart arbeiten, um unseren Traum zu erfüllen. Ja, ich mache es. Ach, okay, ich mache es. Chihaya. I'm a shapeshifter. At post masquerade. Hiding both face and mind. Ey, nice. Ich gehe kurz zurück. Waschsalon. Und lass erstmal ein paar Sachen waschen. Okay. Kamakami. Hi. Ja. Zieh mich aus. Und gehen wir dann zu Oya. Crossroads. Oh, honey. Oh, du kommst wirklich oft her. Ich habe eigentlich nichts dagegen, aber übertreibst du... Hey, hey! Ach stimmt, man kann hier arbeiten. That's rough. Wenn du weiter hierher kommst, wird aus dir kein guter Erwachsener. Oder hättest du vielleicht Interesse nachts hier zu... Oh ja, ich möchte hier einen Nebenjob. Hey! Es mag dir nicht klar sein, aber du hast Potenzial, junger Mann. Ich kann dir die Grundlagen des Betriebs hier beibringen. Ist alles legal, keine Sorge. Beim Arbeiten in der Bar vergeht die Zeit... Oh, nice. Oh. Ja. I mean... Ich passe. Come on. Ach, wirklich gut. Dann geh bitte mal bitte. Ich will zu Oya. Is this weather a result of climate change? Obwohl, gehe ich zu Oya? Nein, ich gehe zu Hifumi. Oh ja? Ich gehe zu Hifumi. Kohle habe ich im Überfluss, da mache ich mir keine Sorgen um Ticketpreise. Außer es ist die Deutsche Bahn, die nehme ich immer aus. Ja. Zeit mit dir verbringen. Sie einladen. Versteht, das ist eine ausgezeichnete Idee. Es mag ein wenig plötzlich sein, aber bitte geh mit mir dorthin. Mir könnte ein guter Zug einfallen. Okay. Okay. Ja, in dieser Atmosphäre kann ich anders Shogi spielen. Die Umgebung, die Geräusche, die Gerüche. Hier kann ich alle meine Sinne einsetzen. Vielleicht habe ich hier sogar eine neue Idee. Freut mich, das zu hören. Es ist stimulierend bei Shogi. Freut mich, das zu hören. Yes. Veränderte Sensibilitäten wirken sich auf die Züge aus. Vielleicht wirst du auch so besser. Ach so, auch besser. Dank Shogi haben sich mir neue Möglichkeiten eröffnet. Du bist wie eine Shogi-Figur mit endlosen Zügen. Wie du mal so sein wirst, es macht schon Spaß, die Möglichkeiten auszumalen. Haha, ich habe das Gefühl, dass mir ein neuer Zug einfallen wird. Also, jetzt wo wir frisch sind, lass uns spielen, ehrlich und anständig. Okay. Nice. Okay, let's end here for today. Kawakami. Hi. Da, da, da. Na schön, wir sind später. Ha, 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 ha. Oh, ich bin in einem Traum. Im Velvet Room. Our master would like a word with you. Stand up straight and listen closely, inmate. It seems you freed the heart of a frenzied girl and saved her from her haunted past. Another step has been taken to rehabilitation. You are progressing quite nicely.
Our master bestows words of praise upon you. You'd better feel honored. Okay. By the by, more curious information has found its way to your ears. A scientist's research. It seems that world may secretly be known after all. Furthermore, that very research has been stolen and is now used by those with malicious intent. I wonder how this will change the approach you take toward your rehabilitation. Wer stahl die Forschung? Fuck. So. Allow me to grant you a new power, worthy of your current self. Though you have my aid, be sure not to let your guard down, otherwise you may get swept off your feet. Meine Bindung zu Igor vertieft sich. Sieben. All right. We shall meet again in the near future. Time to go, inmate. Nice dessus. Ich wusste, dass die Phantomdiebe es schaffen. Unglaublich, dass sie diese Hacker wirklich dran gekriegt haben. Irgendwie cool, dass sie nicht offenlegen, was sie gerade tun. Wer war noch gleich der Typ, der sie kritisiert hat? Akechi? Nein, ziemlich lahm, andere zu kritisieren, ohne selbst was zu unternehmen. Not my Akechi boy. Okay. Makoto und Yusuke sollten heute eigentlich kommen, oder? Ich habe sie nicht gesehen. Was ist mit ihnen? Futaba, kannst du aufmachen? Was aufmachen? Die Haustür. Warum? Kommst du auch rein? Wir sind vor Futabas Haus. Ihr wollt euch hier treffen und nicht im Leblanc? Es hat nicht tröstlicher? Das habt ihr nie erwähnt? Wäre nett, wenn du schnell runterkommst. Hier draußen ist es wahnsinnig heiß. Du Dämon! Wir treffen uns wohl gleich bei Futaba. Makoto geht die Sache wirklich ernsthaft an. What is that supposed to be? Don't worry about it. Such avant-garde design. You have excellent taste. Let's get started, shall we? What do you plan on doing? I'd like to simply have a normal conversation. That is the basis of true communication, after all. Du wirkst so selbstsicher. Yes. You must be well versed in speaking when you are student council president. Don't think too hard about our conversation. We're just going to talk about ordinary topics today. And what do you mean by ordinary topics? You know, things like food or the weather. Well then, let's begin with food. What do you like to eat, Futaba? Organic ones. That wasn't exactly what I meant. Let's try a different topic. How about the weather? I heard that this heat wave is showing no sign of stopping. Dunno, I haven't been out. Oh, right. Makoto's getting overwhelmed. This is odd. It wasn't supposed to go like this. By the way, Yusuke, what have you been doing this whole time? Ah, superb. Some of their heads came off when I was moving them, but I made sure to rearrange them pleasingly. Oh Gott. My children! What have you done to my children?
They appear to be quite shoddily made. They're from Phoenix Rangers Neo Featherman! No, yellow and pink's heads, and red's been hacked to bits! This is all Inari's fault! Inari? You know, Inari sushi? The tofu things foxes eat in the old stories? What kind of fox doesn't know that? Inari. Oh, they were in the perfect poses, too! There was so much work getting them set up just right. Oh, you wouldn't know aesthetics if it hit you in the face, Inari. How dare you say that to me? Of all people! Sheesh, that's not a conversation anymore. It's a full-blown argument. Yeah. I see. So their versatility allows you to recreate almost any dramatic scene you can imagine. Mm-hmm. Victory is great for action, and Neo's got the best transforming suit. So cool. Fascinating. Art depicts a flash of inspiration, but models offer a much different means of enjoyment. Huh? Take a look at that. Futaba's having a regular conversation. It seems she doesn't have a problem talking to others as long as the subject interests her. I suppose the topics I brought up were not the right ones. So this is all I gotta do? What a breeze! In that case, we should advance to the next step. How about we have her spend time in someone else's room? Yes. She hasn't had many chances to leave the house yet, so that would be the perfect opportunity. Don't set the bar so high! Keine Angst, sie werden auch da sein. Wir werden auch da sein. Well, I guess in that case... I've left tomorrow to An and Ryuji. He'll be there as well, so you'll be okay. Can I wear my mask? I think it would be best if you didn't. There's really no telling how tomorrow's going to go. Fürs erste Mal nicht schlecht. Auch wenn sie noch einen weiten Weg vor sich hat. Wann ist sie bereit für den Strand? Alter, die Leute sind so gehypt. Es reden alle nur davon, wie die Phantomliebe Magic ausgeschaltet haben. Auf mich immer selbst Website kommen auch haufenweise Kommentare. Und in den Nachrichten ist auch alles voll davon. Ja, sie reden heute schon den ganzen Tag nur über die Phantomliebe. Wir kriegen in der ganzen Stadt Aufmerksamkeit. Okay, und wie geht es der, die uns geholfen hat, Magic auszuschalten? Futaba-chan. Meine Phoenix Ranger wäre fast am Ende gewesen. Wir haben uns nur unterhalten. Jedenfalls ist nicht alles perfekt gelaufen, aber es war definitiv ein Schritt in die richtige Richtung. Morgen lautet das Ziel, Zeit im Zimmer von jemand anderem zu verbringen. Für Futaba kann ganz schön schwierig sein. Viel Glück jetzt mal. Halt die Klappe, Inari. Okay, jetzt sind wir dran. Bis morgen, Futaba. Wir haben so viel zu besprechen. Oh, ich kann es kaum erwarten. Lady An and Ryuji teaming up honestly worries me. But I guess we'll see what they can do. Und 2 Leute haben mir geschrieben. Ja. Noch nicht. Ich kann mit ihr kein Level abkommen. Ich glaube mit ihm auch noch nicht. Oder? So, Sojiro, nö. Iwai geht doch. Iwai geht doch schon hoch. Die beiden gehen noch nicht hoch. So, das heißt. Erstmal gucken. Erstmal die Ausrüstung abchecken. Schutz. Aha. Schade nicht, ne? Ryuji. Wir schauen noch mal kurz. Ne, das nimmt nicht die Makoto. Das nimmt dann An. Morgana. Morgana nimmt dann den Shit. So, sehr schön. Das heißt, wir können wieder zum Waschsalon.
Aha. Und das. Waschmaschine anschalten. Kawakami. Dum, dum. Hi. Ja, 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 ja. Dum, 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 dum. Iwai. Sofort hingehen. Ich komme sofort. Okay, bei Aldi. So, Iwai. The guns are gonna melt. Die Hitze draußen ist unnormal. Hier im Laden ist es aber angenehm kühl, oder? Unsere Waren können nämlich keine Hitze ab. Wenn dir kalt ist, zieht dir was über. Du bist wegen meiner Nachricht hier, oder? Ich möchte arbeiten. Ich habe da einen Job für dich. Keine Sorge, es ist nicht schwierig. Ich bin sicher, dass du es schaffst. Jo. Will ich mal abhängen? Ich treffe mich gleich mit einem Typen im Diner. Ich will, dass du in unserer Nähe sitzt. Ruf mich an, wenn ich dir das Signal gebe. Ich werde husten, okay? Let's go. Komm, gehen wir. Ich werde mich umsehen. Gib Bescheid, wenn du wieder aufbrechen willst. Okay. Ein Diner, ja? Ich dachte, in solchen Läden kommen nur alte Säcke. Du hast dich echt verändert, Munasan. Hey, nichts gegen den Laden. Er ist echt ganz okay und billig. Ha, und das sagt der Typ, der 50 Leute von der befreundeten Gang vermöbelt hat. Übertreib mal nicht. Aber worüber wolltest du reden? Ja. Oh, ja klar. Wie geht es zu, das San? Wie immer, warum? Ach nichts, hab ihn nur neulich gesehen. Warte mal, habt ihr zwei nicht jeden Kontakt eingestellt, als du die Familie verlassen hast? Warum fragst du jetzt nach ihm? Ich meine, wir waren beide jung. Ist vielleicht Zeit, das Kriegsball zu begraben, aber ich kann ihn einfach schlecht anquatschen. Ah, verstehe, du versuchst immer noch den alten Ehrenkodex aufrechtzuerhalten, ja? Okay, ich sag ihm, dass du dich mit ihm treffen willst. Don't say stupid shit like that. Nein, du Idiot, ich will nur zur selben Zeit am selben Ort sein. Es soll aussehen wie ein Zufall. Dann wäre Shibaura vielleicht eine Option. Wir überlegen da alles umzubauen. Shibaura. Hust. Vielleicht rufe ich an. Iwai wirkt, als wäre er krank. Na, vielleicht rufe ich an. Herr, bist du krank oder so? Nee, nur eine Erkältung. Hallo? Ja, wie geht's? Was? Deine Bestellung ist falsch? Mein, vielleicht kümmere mich sofort darum. Sorry. Tut mir leid, ich muss aus die Arbeit. Wir unterhalten uns wann anders, okay? Bis dann. Hey. Leg nicht auf. Machst das noch am Telefon, oder? Sei einfach still, damit ich höre, was er sagt. Tsuda-san, hier ist Masa. Iwai hat nach dir gefragt, aber ich habe genau gemacht, was du gesagt hast. Was guckst du so blöd? Nichts Besonderes. Tagträumerei. Sorry. Tagträumerei, sorry. Nee, nichts. Irgendein blöder Teenager starrt mich doof an. Jedenfalls hat Iwai wohl von deinem Deal gehört und will dir jetzt Kohle rausleiern. Oh, tut mir leid, nein. Ja, tut mir leid, verstanden. Ein Deal? Klingt, als würde da irgendwas Komisches laufen. Wer war der Typ? Was soll ich jetzt machen? Was mit der Ecke? Komm, was macht die Erkältung? Du bist wirklich naiv, Junge. Du weißt, dass das geschauspielt war, oder? Jedenfalls hatte sie nicht viel von dir erwartet, um ganz ehrlich zu sein. Ach, ich. Aber du könntest tatsächlich nützlich sein. Ich verlasse mich auf dich, Kleiner. Nice, vertieft sich. Bonk. Level 2. Alright. Gute Arbeit heute. Bestell dir zur Belohnung was Schönes. Ach, und nimm die Quittung mit, damit ich dir das Geld geben kann. Later. Also, bis dann. Iwai hat, ja, nice, können. Nice. Man Können muss steigen, damit man Yusuke weitermachen kann. Hi. Nice. Na schön, wir sehen uns später. Junge, wie viel Kohle ich dir in den Hals gestopft habe. You seem surprisingly calm. I thought you'd be more panicked.
There are no customers. Yo! We're here! Sorry we're late. We were out buying stuff and I got a little caught up in what to get. So many snacks. What exactly do you plan on doing? Well, summer vacation's the time when you lounge around in your room all day. Yeah, and eating snacks is the best part of that. You're gonna get fat, you know. Shut it! Hey, where's Futaba? You have done well in coming here. Shit freaked me out! Hey, you Futaba? Yep, welcome. Why are you wearing that? Habit. Anyway, bring it. Not sure I get it, but let's do this. Sheesh. Looks like today is going to be another noisy day. For real, it was freaking amazing. There were girls all over me. Huh. Wait, you don't believe a word I'm saying, do ya? It's you we're talking about here. There's no way you were ever a chick magnet. What was that? Agreed. As a member of the opposite sex, I sense no charm from you, Ryuji. Plus, popular guys wouldn't go bragging about that stuff to other people. I keep wondering if I should do it while I'm still young. But the dresses show a lot of skin, right? Hey, are you even listening? There's no point talking about wedding dresses right now. None of us have significant others. Yep, I'm not getting married anytime soon. Can we please talk about something else? You know, Futaba's fine having conversations. Yeah, she doesn't have any trouble speaking her mind. Seems totally normal to me. I don't know what normal is. But if this is it, I'm happy. I totally thought you were gonna be some weirdo, but I guess all that worrying was for nothing. I'm relieved too. I think things should keep going smoothly at this rate. By the way, what's on the agenda for tomorrow? How about we have her try helping around the cafe? That's perfect! It'll be good practice to have her up in front of strangers. Eep! Nope, nope, nope! Showing up in the shop at lunchtime will be like super crushing hard mode! You don't have to deal with customers if you don't want to. Maybe you could dry plates in the back. Du willst mir nicht helfen? Ich werde auch da sein. Ich werde auch da sein. I'd be mad if you weren't. Then it's all set. We'll be rooting for you, Futaba. You're all gonna pay for this someday. Haben die Phantomdiebe etwa auch die ganzen Skandale ins Rollen gebracht? Nein, ich glaube nicht, dass es da eine Prager Karte gab. Du weißt schon, den Leuten aus dem Schatten heraus unerkannt einen Sinneswandel verpassen. Kommt mir das nur so vor, oder gibt es in letzter Zeit viel mehr Posts von Ausländern? Vielleicht sollte ich in dieses Forum eine Anfrage schicken. Unsere Beliebtheit ist explodiert, das müsst ihr sehen. So ein süßes Mädchen hat gesagt, sie will mit einem Phantomdieb ausgehen. Aber nicht mit dir konkret, oder? Wundert mich nicht, als Angehörige des anderen Geschlechts spüre ich von dir keine Scham ausgehen. Das musst du nicht auch noch schreiben. Was um alles in der Welt habt ihr heute gemacht? Frauengespräche im LeBlanc? Naja, eher Tratsch und Essen. Sie hat ihre To-Do-Liste für heute also abgearbeitet. Nächste Aufgabe, üben, unter Leute zu gehen. Moment, was? Keine Angst, Helen ist die ganze Zeit bei dir. Wir wollen dich langsam daran gewöhnen. Dein erster Test ist, im LeBlanc zu helfen. Morgen ist Helen bei dir. Viel Glück. Wir kriegen das hin. Danke für die Hilfe. Hey! Streng dich morgen an, Helen. Oh ja.
Okay. Jo. Und 2 Nachrichten. Nice. Hifu motherfucking me. Mit ihr komme ich noch kein Level up. Ja. Hifu me. In Hifu you. Entschuldigung. Na, hä? Alter. Jo. Hast heute ich möchte eine Partie mit dir spielen. Zeit mit dir verbringen. Danke, ich freue mich drauf. Check. Oha. Das Schlachtfeld ist mein. Das ultimative Togo-Königreich ist Wirklichkeit geworden. Ich habe alle meine Steine verloren. Hifumi hat mich vernichtend geschlagen. Aber dass du noch stehst, nach dem Treffer mit meinem silbernen Schwert der Unendlichkeit. Du hast dich verbessert. Du hattest ja schon früh in der Partie steigendes Silber erlitten. Die Entschlossenheit, die du ausstrahlst, ist eine große Inspiration für mich. Ich muss mir einen neuen Zug einfallen lassen, sonst überholt sie mich noch eines Tages. Actually? Die Schaupartie gegen den Profi, von der meine Mutter geredet hat, ist jetzt bestätigt. Er ist ein sehr berühmter Shogi-Spieler. Ich will es als erste Frau in die Profiliga schaffen. Das wird sicher jede Menge Aufmerksamkeit auf sich ziehen, vor allem nach dem Artikel, aber ich habe nicht vor zu verlieren. Das ist meine Chance, mein wahres Können zu zeigen. Aber ich muss gestehen, dass ich ein wenig Angst habe. Ich bin fast erleichtert, die gibt dir keine Blöße. Vielleicht entscheidet das Glück. Vielleicht entscheidet das Glück. Du hast recht. Aber das heißt auch, dass ich eine Chance habe, obwohl mein Gegner in der Rangliste über mir steht. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie ich mich gegen einen echten Profi schlage. Aber ich bin es leid, wie ein Idol behandelt zu werden. Ich muss ihnen dann zeigen, was ich kann. Gib einfach alles. Ich glaube an dich. Idole sind auch cool. Ich glaube an dich. Danke. Also, ich will einen Zug ausprobieren. Magst du noch eine Partie spielen? Thank you very much. Arigato gozaimasu. Ich platziere deine Steine strategisch in der gegnerischen Zone, um deine Chance auf Gold zu erhöhen. Nutze die Taktik in deinem nächsten Spiel. Aber heute versuchst du mir die gewünschten Steine zu stehlen. Nice. Level 6. Ne, 7. Du verdienst doppelt bei einem Sieg in einem Zug nach erfolgreichem Überfall. Alright. Okay. Also dann beginnen wir mit dem Spiel. Ich lege hiermit diesen goldenen Mantel um deine Schultern, trage ihn mit Stolz. Komm, Blitzmetamorphose, Goldbeförderung. Wissen. Nur einen leider, das ist echt mies. Da. Danke für die Partie. Ich freue mich schon auf die nächste Partie. Ach, auf die nächste. Ganze 0,5%. Heute ist doch der Tag, an dem Futaba versuchen soll, im Café auszuhelfen, oder? Das wird eine stressige Angelegenheit. You want me to let Futaba help out around the shop? But I've never had her do anything like that before. Is she gonna be okay? Sie muss Erfahrung sammeln. Still, putting her out in front of customers is a little much. Don't worry. I did graduate middle school last year. I'll be fine if I just think of this as my first summer job of high school. Well, in that case, how about you wash the dishes? Just don't push yourself too hard, okay? Hey, are you all right? The usual, boss. Extra strong. Sure thing. Keep an eye on Futaba for me. Alles in Ordnung? Oui, oui.
she a new part-timer? Man, smooth as always. What number Bond girl is this, boss? It's not like that. You usually go for the older ones, right? It's only natural you'd want someone younger sometimes. It's like the Guatemala peaberry coffee. Its acidic sweetness is akin to a breath of fresh air. Sorry, we're serving a blend today. Hey, snap out of it. Hurry up and bring in the coffee before it gets cold. Jo. Yo, here's your coffee. When in the world did she... Hey, Futaba, haven't I told you not to show up in front of people with that damn thing on? And be more polite when you're bringing something to a customer. Here is your coffee, sir. Thanks. Did you see? I did my job right! Das war super, nimm das Ding ab. Das war super. Huh, turns out this is pretty easy. To think Futaba would go out and talk to a customer herself. Mask aside, I'm impressed. Looks like people really can change. Sojiro, want me to bring coffee to more customers? Mask off first. I'll think about it. Hat hier jemand Infos zu unseren Identitäten weitergegeben? Als würden wir das machen. Was soll die Frage? Ich habe in der Stadt jemanden sagen hören, er würde uns kennen. So schnell entstehen Gerüchte. Hey, immerhin sind wir so berühmt, dass es Gerüchte über uns gibt. Vielleicht kommen wir sogar in die Nachrichten im Internet oder im Fernsehen. Wenn wir größer denken, ja, wenn wir erwischt werden. Naja, ja. Übrigens, wie lief es heute? Ich habe Gästen Kaffee serviert. Aber sie hat eine Maske getragen. Sie hat das gut gemacht. Super, Futaba-chan. Hier bin ich schnell lieber dran. Wenn man Angst vor Menschen hat, kann man kein Phantomdieb sein. Ich bemühe mich. We're on a roll. Jo. Und dann ist da Ryuji. Er nimmt anscheinend alles auf die leichte Schulter. Wenn er so weitermacht, kommt er irgendwann in große Schwierigkeiten. Was geht hin oder her? Sie ist wirklich selbstbewusster geworden. Und eine Nachricht von... Ja. Sojiro. Yoshida geht aber hoch. Ich würde zwar gerne arbeiten, aber Yoshida, my boy. Bahnhofsvorplatz. Bahnhofsvorplatz. Ich sollte aber auch mal speichern. Wie lange habe ich nicht gespeichert? So. So, wie lange ist es her, seitdem ich gespeichert habe? Uff, über eine Stunde. Ja, Depression selbst von dem Zug. Du sollst reichlich trinken. Schließlich willst du keinen Hitzschlag allein, sagt der Typ im Anzug. Ich hatte gleich eine Rede. Willst du mir dabei helfen? Wenn du dabei bist, bin ich selbstbewusster. Jo, ihn anhören. Gut, dann fangen wir an. Mein Hintern. Freien Willen zu besitzen heißt nicht, dass man immer tun kann, was man will. Wenn man nur nach Gewinn und Verlust entscheidet, ist man eine herzlose Maschine. Es interessieren sich so wenige Leute für ihre Mitmenschen, weil kaum jemand die Energie dafür hat. Wir Politiker haben unser Ziel verfehlt, die Gesellschaft zu verändern. Wir brauchen Hilfe. Der Ansatz funktioniert nicht, man muss die wieder mehr packen. Du wirst das Herz und den Verstand der Leute verlieren. Was ich sagen möchte ist... Abgeordneter Matsushita? Wir haben uns schon lange nicht mehr unterhalten. Ich wollte sehen, wie es dir geht. Oh, arbeitet jetzt ein Oberschüler für dich? Wie die Zeiten sich doch ändern. Hast du schon einmal von den Kuramoto-Kindern gehört? Davon hat Yoshida mir erzählt. Das ist fast 20 Jahre her. Ich bin beeindruckt, dass du dich so sehr für die Politik interessierst. So. Ich war auch Mitglied bei den Kuramoto-Kindern. Yoshida und ich sind im selben Jahrgang eingetreten. Ich habe einen tollen Berufswechsel hingelegt, vom Profi-Ringer zum Abgeordneten.
Ich wurde problemlos gewählt, aber ich hatte keine Ahnung, was ich mache. Beim ersten Mal hatten die Leute mich wegen meines Namens gewählt. Ich wurde nicht wiedergewählt. Das galt für uns beide. Aber du hast ein tolles Comeback hingelegt. Du bist wirklich eine Inspiration. Genau wie du, alter Freund. Keiner betreibt so fleißig Wahlkampf wie du. Es ist kein falsches Lob genötigt, um den Jungen hier zu beeindrucken. Yoshida kennt sich bestens in der Politik aus. Er ist sicher ein erstklassiger Lehrer. Aber wenn du ins Parlament gewählt werden willst, tu lieber nur, was er sagt, nicht, was er macht. Und was mag das bedeuten? Ich nehme an, er weiß es nicht. Glaubst du wirklich, du kannst die Wahl gewinnen, indem du ehrlich bist und gute Argumente bringst? Du musst die Stimmen sichern, sonst bleibst du für immer und ewig, tu nicht gut, Tora. Ohne Ehrlichkeit und gute Argumente kann es keine politische Gerechtigkeit geben. Ha, ist eine Weile her, dass ich eine deiner bombastischen Reden gehört habe. Hahaha. Amamiya-kun, nicht wahr? Sag, was genau hat dich zu Yoshida fasziniert? Seine Botschaft, sein rhetorisches Können. Oder seine Botschaft? Beides, aber... Kurz mal nachgucken, was wäre besser. Ja, komm, rhetorisches Können ist eigentlich... Ja, rhetorisches Können, fuck it. Nur ein, aber Amamiya-kun. Beeindruckend, vielleicht hast du das Potenzial, Abgeordneter im Parlament zu werden. Für einen jungen Menschen sprichst du die Dinge sehr direkt an. Du hattest einen guten Lehrer. Ich habe vor, ihm alles beizubringen, was ich weiß. Das ist unsere Abmachung. Nice, es vertieft sich weiter. Damit kannst du bei Verhandlungen große Beträge fordern. Nice. Spendensammlung. Übrigens, wie steht es zwischen dir und dem alten Kuramoto? Wir reden immer noch nicht miteinander. Ich würde gerne deine Meinung zu etwas hören. Ich melde mich also bald bei dir. Gut. Oh, da fällt mir ein. Du misstraust mir vielleicht immer noch wegen der verschwundenen Parteigeldern. Aber ich war es nicht, der mit den Fingern auf dich gezeigt hat. Mehr sage ich nicht. Warum muss er das erwähnen? Ach, bitte entschuldige. Das war für heute alles. Gut gemacht. Kriege ich einen Anruf? Aha. Hallo, danke nochmal für deine Hilfe heute. Was für ein Chaos. Kommt mir so vor, als würden mich meine Fehler aus der Vergangenheit immer einholen. Manche kämpfen sich wieder nach oben, so wie Matsushita, aber viele leiden unter der Schublade, in der sie stecken. Selbst nach 20 Jahren bin ich immer noch einfach nur tu nicht gut, Tora. Aber ich werde nicht aufgeben. Ich habe vieles verloren, das stimmt, aber ich habe auf dem Weg auch eine Menge gelernt. Und irgendwann wurde meine Sturheit zur purer Überzeugung. Das ist das einzige Positive an mir. Deswegen, ich möchte, dass du deine Erfahrung nutzt, um zu deiner eigenen Überzeugung zu kommen. Werde ich? Ich bin mir nicht sicher, ob ich es verstehe. Denkst du, ich werde es jemals finden? Keine Sorge, ich sehe schon, dass du auf dem richtigen Weg bist. Deine Erfahrung muss nur zu wissen werden. Ah, am Ende habe ich länger gesprochen, als ich erwartet hatte. Naja, bis zum nächsten Mal. Okay. Ah, you're back. Oh, never mind. Es nervt so unheimlich, wenn die Phantomliebe sich doch nur um ihn kümmern würden. Das wäre super. Warum postest du nicht eine Anfrage in ihrem Forum? Dieser Catchy schwingt große Reden, aber es steckt nichts dahinter. Warum greift er die Phantomliebe immer noch an? Ja, oder? Manche Leute haben einfach kein Feingefühl. Oh, ach stimmt, das war ja schon, ich Idiot. Ich dachte, wir hätten noch Tag gehabt. Schauen wir uns mal unsere Pläne für heute an. Huch, haben wir gar nichts geplant? Und eine Nachricht. Ich will mit Makoto einkaufen. Wir kommen, wenn wir fertig sind. Eigentlich wollte ich Futaba gerne mitnehmen. Aber wir können sie nicht in solchen Menschenmengen schleppen, das wäre viel zu früh. Manchmal sind drastische Maßnahmen nötig. Ziemlich stachelige Worte. Du weißt, dass du das eines Tages brauchen wirst, oder? Queens Kleider haben auch Stachel. Ich würde mir wohl die Hände blutig machen, wenn ich sie anfasse. Ehrlich gesagt habe ich über diese Möglichkeit auch schon nachgedacht. Nicht du auch noch, Yosuke? Hey, das klingt lustig. Ich will mitmachen. Wir reden mit Futaba. Mit dir hat das nichts zu tun.
Notiz an verhält sich Ryuji gegenüber kalt. Hey, lass du das mit den Notizen. Jedenfalls darfst du dich auf unseren Besuch freuen. Mein Herz pocht. Dokidoki. Was führen sie die nur im Schilde? Ich würde so gerne wissen, wer die Phantomdiebe wirklich sind. Hey, junge Dame, soll ich dein Herz stillen? Soll das eine Anmache sein? Ist ja lächerlich. Offenbar sind sie sogar im Ausland total berühmt. Verrückt, oder? Wenn ich den Phantomdieben doch nur beitreten könnte. Today's the 4th day already. Getting a little better at dealing with other people? So. Jo. I don't know. Can't really tell. People cannot change their deep-seated habits that easily. Well, let's just say you've made some progress for now. Oh, stop it! You're gonna blow my cheeks off! Man, those girls are late. What do they think they are making us wait like this? Hello. Please excuse us. Apologies for the lateness. We were looking at multiple items and weren't sure which to choose. Looking? Looking at what? A swimsuit, of course, for Futaba-chan. A swimsuit? You don't have one, do you? No, but... Okay, let's have you try it on right now, then. Now? You can't go to the beach if you don't have a good-fitting swimsuit. We don't have much time left, you know. You know what'll happen if you try and look, right? Oh, wow, it's perfect! I'm amazed you were able to eyeball it with such accuracy on. I know, right? There we go. It's on. What the? This barely covers anything! That's normal for a swimsuit. Now, we just need to push these a little more this way. Yeah! Push? Are you supposed to move them with that much force? You gotta put some oomph into this stuff. There. Good to go. Whoa, even I'm impressed. I wonder what they're doing up there. They're having her try on the swimsuit, right? What else could they be doing? Futaba in a swimsuit, I suspect that would make a great painting. Perhaps we should ask Makoto about it. Vor allem, wie Makoto erstmal als Mutter gilt. Du bist ein Perversling. How rude. I speak from a purely artistic standpoint. Let it go, okay? We should just stay put. You guys are such children. What's with all the ruckus upstairs? Something about a swimsuit? Yeah, we're going to the beach pretty soon, so they're trying some swimsuits out. Futaba's going to the beach. I didn't think I'd ever see her take that much interest in going outside again. Well then, it seems we're good to go with the swimsuit. All flattery aside, I think it looks really great. Now you just gotta get rid of those round shoulders. Come on, straighten out your back. Right. She might be some trouble, but I hope she can make some great memories with you guys. Wir haben Badesachen, wir gehen sowas von an den Strand. Jetzt muss ich nur noch Futaba mental vorbereiten. Ich schaffe das, glaube ich. Vielleicht. Du glaubst also nicht an dich? Halt die Klappe, Inari. Ah, endlich fühlt sich das nach Sommerferien an. Aber ich habe über einiges nachgedacht, nachdem jetzt alles etwas ruhiger ist. Zum Beispiel die psychotische Störungen,
Psychognistik und die Person mit der schwarzen Maske. Wer die wohl ist? Was die wohl ist? Wer die wohl ist? Glaubt ihr, sie hat es auf dasselbe abgesehen wie wir? Aber wir haben noch nicht genügend Informationen. Wir müssen weitere Nachforschungen anstellen. Ich helfe auch mit. Können wir wann anders darüber reden? Ich bin so müde. Okay, dann gute Nacht. Futaba-chan, viel Glück morgen. Jo. Wir müssen noch härter arbeiten, damit Futaba schöne Erinnerung hat. Und eine Nachricht von... Oh ja. Sojiro Kawakami. Kawakami. Oder... Ja doch, Kawakami, come on. Hi. Jo. Hey. Jo. Mach mich arm. Then I'll head over. Nichts Besonderes. Oder wirkt sie erschöpft? Sie wirkt erschöpft. I'll see you later then. Mhm. Es steigt immer stetig weiter. So what should we do today? Let's see. Want to eat together? You know, like how we had hot pot that one time. That may be a good idea. It'll be a great way to strengthen our intra-squad friendships. I can do that. Okay, I'll take a cola and an omelet with rice. Oh, and make that a large, please. I'd like the same. Hast du Geld dabei? Schaffst du alles? Schaffst du das alles? Of course I can. There is no doubt in my mind. Dude, you're missing the point here. We're supposed to be helping Futaba, not stuffing our faces. I want the same. Extra large. I ate loads. Damn, Futaba, I'm impressed. Indeed, your appetite is quite nice to see. I much prefer that to women who don't eat a lot. You better not be hitting on me. How rude. Sojiro, help me! Will you stop that? So does this mean her training's going good? Es läuft prima. Let's go with that then. Hey, let me make you guys some after-meal coffee. It's on me. Thank you. I want iced cocoa! You can't handle bitter stuff either, right? Iced cocoa sound good? Yeah, definitely. Extra cold, please. I don't think we've ever had a lunch this lively. It's lots of fun. Hey, was machen wir wegen dem Strandurlaub? Sieht es aus, als könnten sie bald fahren? Als könnte sie bald fahren? Naja, sie hat angefangen viel mehr zu reden. Verglichen mit dem Anfang hat sie echt schon große Fortschritte gemacht. Was meinst du, Futaba? Schaffst du das morgen vielleicht? Morgen? Das ist zu früh. Ich will mich vorbereiten. Erzwinge nichts. Ich glaube, ich schaffe es, wenn ich etwas mehr Zeit habe. Übermorgen würde ich es hinkriegen. Glaube ich. Glaube ich? Dann gehen wir übermorgen. Sag uns einfach Bescheid, wenn es dir noch doch zu viel ist, Futaba. Gut? Ist schon okay, ich packe das. Looks like we know when we'll actually finish up now. The beach is finally within reach. Okay. Und 2 Nachrichten. Iwai. Danke für deine Hilfe, Neues. Du bist ein echter Waffenfan, kein Poser. Ich glaube, ich kann dir vertrauen, also bringe ich dir alles über den Laden bei. Was meinst du? Oh, Iwai, my boy, but the whole Kawakami is calling me.
Becky schickt dir ihre positive Energie, Meister. Meine Grammatik ist perfekt, meine Gesundheit dagegen nicht. Das ist meine Situation. Möchtest du Becky unterstützen, indem du 5000 Yen zahlst? Jo. Bitte komm sofort. Komisch, sie hatte mich doch eingeladen. Sie arbeitet vielleicht jetzt mehr. Rufen wir sie nachher vom Le Blanc aus an. Okay. Versuch sie direkt anzurufen. Hier ist die Oberschwester im Krankenhaus in Aoyama. Ich rufe im Auftrag von Kawakami-san an. Kawakami hatte einen Zusammenbruch und liegt bei uns im Krankenhaus. Nein. Hast du die Adresse? Sie liegt im Zimmer. Das ist nicht gut. Wir müssen sofort hin. Jeez. Ich bin nur etwas überarbeitet. Keinen Grund daraus ein Drama zu machen. Haha. Trotzdem, danke fürs Kommen. Ich freue mich über deinen Besuch. Echt nervig, dass ich ausgerechnet da zusammenbrechen musste. Ich muss mehr Geld verdienen. Wie soll ich nur die heutige Zahlung begleichen? Hier bist du also. Was ist los, Frau Kawakami? Ich habe in der Schule angerufen, aber es meldet sich keiner. Takase-san? Sie haben in der Schule angerufen? Du bist ja nicht an dein Telefon gegangen. Und als sich jemand meldete, war es die Krankenschwester, die uns sagte, du bist hier. Weißt du, für uns ist es wirklich unschön, wenn du eine Zahlung nicht leistest. Na, nicht so streng. Sie wollte ja nicht absichtlich zusammenbrechen. Aber die Kreditkartenrechnung kommt bald. Du musst uns also das Geld überweisen. Tut mir leid. Das sind Takase-Kuns Vormunde, von denen ich dir erzählt habe. Sie kümmern sich um ihn. Wer ist das? Einer meiner Schüler. Er besucht mich heute. Verführst du schon wieder einen Schüler? Haha, du lernst es wohl nie, was? Selbst nach dem, was du ihm angetan hast. Tut mir wirklich leid. Was ist nun? Wann wirst du uns das Geld überweisen? Ich sollte es heute Morgen schicken können. Mute dir nicht zu viel, sei ehrlich, zahle ihnen nichts. Zahle ihnen nichts. Aber Mia-kun? Halte du dich da raus. Halt die Fresse! Nicht so vorlaut, Bengel. Unser geliebter Adoptivsohn Taiki ist wegen dieser Frau gestorben. Sie hätte eigentlich gefeuert werden müssen dafür. Das ist nicht... Und trotzdem führt sie sich auf wie sonst wer und darf sogar noch unterrichten. Wie verlangst du, dass du etwas Reue zeigst für das, was du ihm angetan hast? Auf materielle und unmissverständliche Art und Weise. Ich verstehe. Ich werde euch bezahlen, also... Es ist ja nicht so, als würden wir dich erpressen. Aber wer hat Taiki überredet zu lernen, wenn er eigentlich hätte arbeiten sollen? Die ganze Schularbeit und die Teilzeitjobs waren zu viel für ihn. Das führte zu seinem Unfall. Aber armer Taiki, es ist fast so, als wäre er ermordet worden. Du bereust also gar nicht, dann sollten wir vielleicht die Schulverwaltung verklagen. Oder sollen wir mal mit deiner Schule reden? So oder so, deine Tage als Lehrerin wären vorbei. Wie auch immer, wir freuen uns schon auf deine Zahlung. Fotzen. Ich muss einen Weg finden, wie ich mehr Geld verdienen kann. In unser Tochterunternehmen zu wechseln scheint wohl der einzige Weg zu sein. Tochterfirma, du kannst dort mehr verdienen? Überlege dir das bitte gut. Haha, ich fasse es nicht, dass ich von einem meiner Schüler gescholten werde. Warum? Warum willst du mir unbedingt helfen? Ich bin es doch gar nicht wert. Oh doch. Weißt du was? Ich höre auf, mir Gedanken deswegen zu machen. Das Geld, ich zahle es schon irgendwie zurück. Ich tue alles für meinen Meister. Miau. Ich bin hundemüde. Dabei will ich mich einfach bei Takase-kun entschuldigen. Wenn seine Vormunde Geld von mir verlangen, dann muss ich halt zahlen. Nie fucking mals. Das ist die falsche Entscheidung. Es gibt keinen anderen Weg. Das ist die falsche Entscheidung. Entschuldige, ich bin noch nicht wieder ganz auf dem Damm. Ich mache mir immer noch Sorgen. Ich ruhe mich etwas aus. Danke, dass du heute vorbeigekommen bist. Ich bin wirklich glücklich darüber. Ich fühle mich, dass Kawakami sich nach und nach auf mich verlässt. Siebe. Alright. Hust, hust. Ich werde morgen früh entlassen. Die Infusionen hier wirken echt Wunder. Mach dir also keine Sorgen. Die Besuchszeit ist rum.
I'll see you later then. Komm gut nach Hause. Okay. Nur noch einen Tag, morgen geht's ab zum Strand. Hey, bist du da? Sorry, aber ich brauche deine Hilfe beim Abwasch. Hilf mir beim Abwasch. Ist Futaba auch da? Also müssen wir nicht nur im Kaffeehaus helfen, sondern auch noch Futaba beschäftigen. Aber je schneller wir uns darum kümmern, desto schneller sind wir fertig. Want anything, Futaba? Orange juice, 100% natural. That reminds me, you're going to the beach tomorrow, yeah? Go have fun, and make up for the fireworks. Just try not to cut loose too much. Fireworks? Oh, yeah, you wouldn't know. He tried to go to a firework festival, but it got rained out. Not only did he get crushed in the crowd, but he came home looking like some kind of drowned rat. Fireworks, huh? Hello. Oh, Akechi, my boy. Oh, welcome. Oh, you're... Huh? You know each other? Wait, aren't you... I'm Akechi. Oh yeah, the one on TV and stuff. So what brings you here, Mr. Detective? This place is more than I imagined it to be. The atmosphere is wonderful. No wonder Sai-san recommended it so strongly to me. Oh. I already told her everything I know. There's nothing more I've got for you people. Oh no, that's not my intention. I just came to enjoy some coffee. Oh. And she is? Oh, you must be Wakaba Ishiki's... What'll it be? I'll have whatever you recommend. Coming right up. Huh. It seems I'm unwelcome no matter where I go. Oh. Nicht nur hier. Das überrascht mich. Did I bother you? My apologies. Nein. Apparently, my mother was in a relationship with some lowlife of a man. She was swiftly discarded when he learned she was pregnant. That despair would lead to her death. Thanks to him, I was passed from foster home to foster home. But I do quite well by myself these days. Ah yes, Mejed. To think they'd be taken down by another hacker. I'm not sure whether Mejed was defeated by the Phantom Thieves themselves, or an avid supporter. You're Futaba-chan, right? Sai-san told me about you. Many kids your age seem to be fans of the Phantom Thieves. Do you like them too? What's the matter? You're popular too, Ace Detective Akechi. Thank you. Although I'd rather not be compared to people like the Phantom Thieves, if at all possible. This is delicious. You get to drink this coffee every day? I'm incredibly jealous. I would never have thought you'd be boarding at this cafe. We seem to share some kind of bond. Das sehe ich auch so. Thank you. I believe that fate brings people together. It's strange, but talking to you is thought-provoking. Well, I think I found my go-to cafe. Kennst du Akechi? Diesen nervigen Typen? Ich schalte immer um, wenn ich ihn sehe. Er ist immer nur am Nörgeln. Nie im Leben sind die Phantomdiebe die Bösen. Er wirkt so verzweifelt, irgendwie uncool. Nicht mal Akechi Boy.
komme jetzt da raus. Ich bin vor dem LeBlanc. Wanna light fireworks? Oh. Can we? I bought some. Du bist alleine gegangen? I ran into Mona on the way back, though. I'll go get Sojiro. I was worried, so I decided to follow her. She was able to buy everything on her own, though. If she can do that, she should be good to go. Plus, she did a great job dodging that ace detective. Sojiro, hurry, hurry! We're gonna have a firework festival! Oh, hold on, Futaba. I haven't even put out my cigarette yet. Come on! Don't get the smoke on me! Super double move! Whee! Will you listen to... Hey, the cat doesn't like the smoke. Keep the flames away from him. Dang! I made a huge one! Sojiro, look! Look! Right. Just be careful, okay? Memories of summer, huh? Okie dokie. I'm gonna do 10 now! No! No! Ah, als ob ich für sie nur ein Spielzeug wäre. Super, dann gehen wir morgen an den Strand. Ich habe darauf schon so lange gewartet. Wir lassen Futaba in deiner Obhut rennen. Super. Ich komme schon alleine zurecht. Ich will nur, dass ihr auf jeden Fall zusammen bleibt, okay? Keine Sorge. Ich habe schon Vorkehrungen für diesen Fall getroffen. Das beruhigt mich nicht. Make sure you keep an eye on her. It's tough enough going solo, let alone watching over someone else. Still, going to enjoy the beach. We can finally have a good time. Und 2 Nachrichten. Gedanken zur Verwaltung. Von der Regierung, ja. Und Chihaya. I'm a Shapeshifter. Der jetzt speichern wird. Free for you to draw. I'm a Shapeshifter. Iwai geht auch hoch. Nein. Chihaya. Ich sollte lieber zu Chihaya. Hier. Weil ich brauche sie, um Pastet zu boosten. Ah, ich war neugierig und habe dein Schicksal gedeutet. Ich habe es mehrmals versucht, aber immer erscheinen die Herrscherinnen an. Letztes Mal spürte ich, dass du Probleme mit Frauen hattest, aber diesmal ist es anders. Sei jedenfalls vorsichtig. Also, was möchtest du heute unternehmen? Bitte setze dich. Ja. Okay, es geht los. An empty glass. Chihaya sieht verblüfft aus. Ich spiele bei ihrer Weissagung mit, bis sie zufrieden ist. Goodbye! Futaba will be in your care today. Make sure you don't let any dudes try to hit on her. Ich passe auf sie auf. Ich werde sie verprügeln. Ich werde sie verprügeln. Don't do anything that'll make you stand out, moron. Just act with your brains, okay? Hey, can we go already? Are you sure you'll be all right? It's just a day trip. Don't underestimate me. Right. Sorry. Guess I just have to let it go. Have fun, but be careful, you two.
it. Hmm? Got a better opinion of me now? What? Cat got your tongue? Come on. Are we messing around? What? This is perfect! There's nothing perfect about that. Stay still for a second. You'll be just fine. Oh, it's so hot. There's a lot of people here. Are you okay, Futaba? I'm fine. You guys are here. It's almost lunchtime. No! The squid's staring at me! It's cooked, so don't worry. Would you even eat squid if I'm not around? Why don't we eat lunch too? I'll go get some stuff for us then. You're eating that even here? My staple food. This should be a familiar flavor. Yet how does it taste so good? What's up, Makoto? You ain't eating much. Not feeling well or something? You just don't get it, do you, Ryuji? When a girl's in a swimsuit, she wants to look as slim as possible. Still, you're worrying too much. Did you make sure to eat breakfast? Mona lacks tact. So, what do we do now? Should we play some beach volleyball? Oh, sorry. Us girls already made plans to ride a banana boat. We could only rent a 3-person one. Sorry. Wait, then what about us? Keep an eye on our stuff. Hell no! Why you gotta treat us like that? We're celebrities making headlines. You should treat us better. I do think they're not bad in the metaverse, but in reality... Strange, isn't it? They can steal treasures, but they don't seem like they can steal a girl's heart at all. But, Lady Ann... Can we get to the banana boat already? Oh, sorry. We'll go now. We'll switch when we're done. Keep an eye on our stuff for us. Banana! Banana! Ah, the sand's wet! It's dangerous if you run around like that. Here comes Damn it. I don't get how amazing we are. We risk our lives being phantom thieves. There's no way we're the same as other guys around here. Shouldn't we be having more good times in reality too? Du bist total eingebildet. Mir egal. We're special, man. Don't you agree, Yusuke? Well, if you put it that way, you may be right. Ann and the others don't get it because they're always around us. Hey, how do we get Lady Ann to notice how amazing we are as phantom thieves? Well, you gotta steal you know what. Herzen. Ann made fun of us and all. Let's show her what we're really made of. I see. I just need to prove my skills in reality as well.
Let's steal all the hearts with the skills we've honed as Phantom Thieves. I'm sure girls will be all over us considering the vibes we give off. Very well, let's do this. Pulling off our work in reality doesn't sound bad. It's settled then. So, Mona, you're in charge of watching over our stuff, okay? Huh? All right, let's hurry up and go. Hey, what the hell? Get back here! Don't leave me behind! Oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott. Cringe. Vor allem die Musik. I don't know. The ocean just looks kind of bland to me. Reg dich ab. Don't say that like I'm the only one who messed up. We were going at it as a team, right? Did someone follow us here? Something tells me we're being watched. Really? You think one of those girls changed her mind? Nein. OMG, it's the golden boy himself! And he's already got his own little entourage. We really did teach him right, didn't we? You? Oh no. What are you guys doing here? Oh, sometimes we just gotta get out of the city, forget the nightlife, breathe fresh air, enjoy some eye candy. We thought we lost our protege. Who would have guessed our vacay was actually the call of fate? Oh, what's with the look? Don't believe in fate? Or did you really not have fun last time? You gonna tell us you saw yourself in all that chiffon and felt nothing? I don't think I felt what you guys were hoping. Oh, honey, I get it. Everyone's nervous when they first start out. But trust me, you'll make their jaws drop. Just an hour at the Vanity, 3 hours at the boutique, and we can just pick up where we left off last time. So, are you ready to steal some hearts? We gotta go. Sorry. Was it something I said? Oh, what a tragedy. Another starlet slips through our fingers. No, no more makeovers. By the way, where's Yusuke? So this is where you two were. I've been searching for you. What are you doing with those lobsters? While you were busy with your interrogation, I found these beautiful specimens on sale. And so I decided to spend the last of my money on them. Man, you're real hopeless when it comes to cash. Wait, you were watching us? Why didn't you help? Apologies, but I was entranced. The moment I set eyes on this distinct shape, I was in love. I haven't had my very core shaken as vigorously as this since the first time On entered my gaze. Good for you. We're here with friends. Come on, don't lie to us, baby. How about you come for a nice cruise on our boat? There's going to be a party, too. Tons of celebrities and industry people will be coming along. Are you even listening to us? Sorry about the wait. Huh, so we were serious about being here with friends. That's what we've been saying from the start.
Don't you find it boring spending your time with kids like them? It's far more interesting than anything involving you two. What was that? Hey, let's just let the children have fun with fellow children. We'll be going now. What creeps? Thanks for coming in like that. Those guys just wouldn't stop pestering us. Gute Idee, sie aufzuhalten. To be honest, I was nearly at my wit's end. By the way, where are Futaba and Morgana? Ooh, are those lobsters? One in each hand! I was wondering about that myself. Are you going to make them into sashimi? Or perhaps roast them whole? Enough of your vile postulations. These are purely for the sake of visual appreciation. We did tons of stuff today. All in all, I guess coming to the beach was pretty worth it. We should probably start heading home. Agreed. Let's pack up. Futaba seemed fine in the crowd, too. So it looks like she's overcome her last exercise. Hey, Futaba! We're going home! Stop standing around and help us! You know, all this time, I thought that it was my fault that my mom died. Uh-huh. It's because everyone said that I killed her. Everyone looked at me thinking I was a murderer. I ended up hating this world. That's why I shut myself in and covered my ears. I wished my mom would come back to life. Sometimes I'd wake up and think it was all a dream. But nothing had changed in the world. That's why I'd sleep again. It'd be a repeat of that. I loved my mom. I wanted to become like her. How she'd work late into the night. How she'd wake up early and make me a boxed lunch every day. How she'd do her best to further her research. How she'd scold me for peeking at her notes. It was cognitive science, wasn't it? The cognitive world can become distorted through desires. If it becomes distorted, a person begins exhibiting problematic behavior in reality. That cognitive world disappears when you remove its core, and further problematic actions stop. Isn't that about palaces? That's the metaverse. She knew about that? It made no sense back then. But now I understand, after it actually happened to me. All I thought about was my mom. I was trapped in a cognitive labyrinth. I couldn't get out of it. There was nothing I could do by myself. That's why you asked us to steal your heart? That's a huge jump in logic in so many ways. At first, I didn't believe the rumors about the Phantom Thieves, that they steal hearts. But I overheard you accidentally. I learned that you were near me. Overheard? Ah, the bug. So why were you listening in on LeBlanc in the first place? I had to keep an eye on Sojiro, make sure he was actually working. Talk about an awful hobby. You talked about stealing hearts. When I heard that, I was so happy I jumped up and down. I thought maybe the Phantom Thieves could cure my heart. You could have just told us from the start. You might have been wary of me if I asked out of nowhere. And besides, you could have been bad guys. That's why I cautiously got in contact with you.
I checked many times to see how you'd react. Yes. You had us twisted around your little finger. But Futaba, you didn't talk to anyone besides Boss for a long time, right? You must have needed a lot of courage to contact the Phantom Thieves. There were 2 reasons for it. One was Medjed's taunt. The Phantom Thieves were so pitiful, it frustrated me. I would have been in trouble if they got disbanded too. Indeed. You were our only hope. The other was what I heard through wiretapping LeBlanc. Sojiro was being blamed with lies, like abusing me. He was being threatened to spill everything about my mom. Talk about making shit up. It made me sad, and it hurt. I thought, I have to save Sojiro. I gotta do something. So that's why. The Phantom Thieves. I didn't think you guys would be taking such risks for me. I didn't think you'd worry about me so much. I'm sorry that I acted like I doubted you guys. Do you believe in us now? Yeah, I can tell. You aren't bad guys. That's why I have a request. Let me join your team. There's nothing to join. You're already one of us. I'll be honest. Changing people's hearts isn't my goal. I want to learn what happened to my mom. The reason why she was killed. Killed? It was written in her notes. Should the self in the cognitive world die, the self in the real world would lose consciousness. Is this about mental shutdowns? Then the criminal that Kaneshiro mentioned. Yes. That could be the case. I don't like pursuing this line of thought. But perhaps your mother's shadow was... I don't know for sure. Like right before my mom died, she didn't seem right. In what way? No matter how much I talked to her, she wouldn't answer back. And she didn't jump into the road, it was more like she collapsed and fell in. That's why I thought what was written in the notes was real, and looked into it. I read books, checked theses that were released online. I even snuck into the networks of various research labs to look at their classified data. That's why you're good at hacking. What kind of brain do you have? But I didn't figure anything out. My mom's research was nowhere to be found. She was killed by someone, and her research was treated like it never existed. I bet it's them. Those adults in the black suits who read the fake suicide note. I'll never forgive them. Futaba. If I stay with you guys, I think I can find out more about that world. Then eventually, it might even lead to those men in black. It's a super personal reason why I want to join you. Is that okay? Or would I just be dead weight? If anything, you're dependable. Ain't that right, Mona? Why are you looking at me? Are you trying to say I'm inadequate? Well, she was more useful than you, as a matter of fact. Hey, that's inexcusable! This is what our Phantom Thieves are like. But I hope we get along, Futaba. Thanks. Let's leave those two be. Why don't we lose no time and decide on Futaba's codename? What's that? It's not cool if we called each other by our real names. Joker, Skull, Mona, Panther, Queen. And I'm Fox. In Futaba's case, hacker wouldn't be right, would it? Mech? PC? No. Why don't we go literal and call her Goggles? Super lame. You've got no taste, kitty.
In your face. Do you have any good ideas for Futaba's codename? Pharao, Internet, Brille, Pharao? Keine Ahnung. I'll curse you. What would you want it to be, Futaba? Oracle. With my vision, I'll guide you all to victory. Sounds great. Futaba will be Oracle. But man, I never even dreamed that the rumored Phantom Thieves would be so close. Same goes to you. To think you'd be the daughter of a metaverse researcher. Talk about a mysterious fate. Should we get going then? Yep, let's go home. Yes. The incident with Medjed seems to have been more effective than predicted. This should spur the Phantom Thieves' support even more now. I agree. There are effective ways to use the Phantom Thieves. Now would be the best time to dispose of unnecessary trash. Whether they're connected to us or not. Hey. Da bist du ja wieder. Wie ist es mit Futaba gelaufen? Ich habe gehört, dass du ihr einige Tage Gesellschaft geleistet hast. Danke. Und noch ein Anruf oder eine Nachricht? Ein Verbrecher, der seine Taten im Meta-Universum begeht. Das können wir nicht länger ignorieren. Vor allem, weil er verliererisch Futabas Mutter getötet hat. Ehrlich gesagt hatte ich überlegt, ob er vielleicht hinter den psychotischen Störungen steckt. Aber jetzt scheint es, als würde er auch Leute umbringen. Technisch gesehen sorgt er dafür, dass die Leute mentale Infarkte haben, die sie dann umbringen. Das passiert, wenn man den Schatten von jemandem tötet, oder? Wir hatten bei Kamoshida und Madarame Sorge deswegen, weißt du noch? Psychotische Störungen und mentale Infarkte. Es wäre schon logisch, dass derselbe dahinter steckt. Die Nachrichten erwähnen nie, dass die Opfer sterben. Die Leute wissen also nur von den Störungen. Der Scheiß ist also echt ein Fall. Wenn das stimmt, dann ist der dahinter steckt ein Killer. Ich werde ihm die Scheiße aus dem Leib prügeln. Ich würde vorschlagen, dass wir ab jetzt auch vorsichtiger sind. Wir wissen immer noch sehr wenig, selbst über unseren Metanav. Stimmt. Warum dieses Ding wohl existiert? In meinem Traum kam ein Mann vor. Ein Traum? Schläfst du doch noch, Alter? Ob dieser Verbrecher die App wohl auch verwendet? Futaba, du scheinst dein Fachgebiet zu sein. Ach, das scheint dein Fachgebiet zu sein. Weißt du was darüber? Nein, ich hatte noch nie davon gehört. Ich meine, es ist nicht einmal wirklich eine App. Es ist eher ein mysteriöses Ding, wie eine App. Ich verstehe. Aber es ist schon okay. Ich weiß zwar nicht, wie viel ich weiß zwar nicht viel über den Navigator, aber auf die Erfolgsspur kann ich euch trotzdem führen. Ich führe euch zu jedem Verbrecher, nach dem ihr sucht. Aha, ihr könnt euch auf mich verlassen. Cool, Alter, du bist viel zuverlässiger als Mona. Damn it, Ryuji. You always find the worst possible things to say. Oh, noch eine Nachricht. Hey, Mamiya, du lebst doch in Yongen, oder? Kennst du das alte Kino dort? Das alte Pärchen, das es betreibt, wird offenbar von diesen Bauspekulanten bedrängt. Das Kino steht wohl einem neuen Bauprojekt im Weg. Wir können nicht zulassen, dass die alten Leute dazu zwingen, auszuziehen, oder? Holt die Abrissbirne. Sie tun mir leid. Oder? Das alte Pärchen ist von deren Drohungen so eingeschüchtert, dass sie ihr Kino nicht mehr öffnen. Jedenfalls ist unser Ziel ein Typ namens Yasuo Yoshi. Vertreiben wir ihn und retten das alte Pärchen. Diese Sache mit Medjed könnte Veränderungen im Mementos bewirkt haben. Wenn du dir das ansehen willst, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Besprechen wir das im Versteck. So, wer hat alles geschrieben? Upsala. Das ist die Gruppe und... Oh ja. Sojiro. Oh ja. Und Hifumi. Und die geht sogar hoch. Na, ich würde aber sagen, das reicht erstmal für heute. Speichern. Wir sind ziemlich weit gekommen.
Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.